Wir sind leider dabei, wieder auszuziehen, ein bisschen verfrüht. Es hat ein Problem gegeben. Wenn Sie nicht antworten in einer Stunde, dann ist es 20 Uhr. Dann ziehen wir aus. Neues Apartment, neues Glück. Ja, wir hatten bis jetzt in Peru leider etwas Pech mit unseren Wohnungen. Die allererste Wohnung in Lima, die wir gehabt haben, das habe ich gar nicht gefilmt. Das war so ein Riesenschreck, dass wir am gleichen Tag nach 2 Stunden bereits wieder ausziehen haben müssen. Es war so, dass die ganze Wohnung voller Schimmel war. Also jeder Raum an jeder Wand war voll mit Schimmel. Und ja, dann der nächste Tag in der Wohnung, die ich dann gefilmt habe, die ich euch zeigen wollte, war es schon wieder eine schlechte Erfahrung. Das heißt, wir waren schon relativ frustriert. Die Kommunikation funktioniert leider nicht so gut. Es ist schon öfters hin und her gegangen. Jetzt die letzte Idee war von Ihnen, dass wir eben ausziehen müssen. Ich dachte mir auf jeden Fall, dass es schön wäre, euch zu zeigen, was man in Lima für ein Budget für 33 € pro Nacht bekommt. Wir sind jetzt in diese wunderschöne Wohnung gekommen mit der schönen Aussicht und es war so, dass wir in der ersten Nacht schon bemerkt haben, dass es ein kleines Problem gab. Wir konnten nämlich das Licht nicht komplett ausschalten. Es war immer ein bisschen an, es war immer so, als würde der Mond scheinen im Schlafzimmer. Wir schlafen gerne, wenn es dunkel ist. Und wir haben das den Anbietern am nächsten Tag erklärt, haben gesagt, wir brauchen es dunkel und nicht immer mit so einem Mondschein über uns. Und sie haben diese Kritik eigentlich ignoriert, den ganzen Tag. Wir haben ihnen das schön in der Früh gesagt, haben dann gewartet bis am Abend und es ist nichts passiert. Was dann aber passiert ist, dass die Therme fürs heiße Wasser begonnen hat, Wasser zu verlieren. Das heißt, da war ein Loch drinnen. Und ich habe ihnen das dann geschrieben und dann haben sie sehr schnell reagiert. Ja, hier sieht man die Therme, die sie rausgenommen haben. Die ist jetzt weg, wir haben kein Wasser mehr, kein warmes Wasser. Und hier ist das Wasser reingeronnen. Die hat ein Loch gehabt, die Therme. Es war dann so, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt sofort ausziehen. Und das Problem, wie ich es im letzten Video schon erklärt habe, war, dass wir wirklich so viele Sachen haben, dass uns ein Tag Umzug einen halben Tag kostet mit Ausräumen, Auto einräumen, wohin fahren. Und ein Umzugstag ist ein Tag, an dem wir nicht arbeiten können. Das heißt, es hätte relativ viel Inconvenience verursacht. So, wir haben jetzt unsere Sachen verstaut. Das ist immer ein kritischer Punkt bei uns. Normalerweise versuchen wir eine Wohnung zu finden, die mindestens 2 Schlafzimmer hat, einfach weil wir so viele Sachen haben. Und jedes Mal, wenn wir eine Wohnung finden für eine Woche oder so, das passiert ungefähr einmal im Monat, räumen wir unser Auto aus und verstauen alles in der Wohnung. Unser Vorschlag war jetzt, dass wir gesagt haben, ja okay, wir ziehen aus, aber nur wenn wir einen zusätzlichen Tag bekommen. Denn wenn wir jetzt die ganze Wohnung ausräumen müssen, das Auto einräumen, wohin fahren müssen, wieder einräumen, das nimmt einfach zu viel Zeit weg. Es war dann relativ lang Stille. Jetzt ist einmal Stille, schon seit 1,5 Stunden. Wir haben mit dem Building Manager gesprochen. Er kann auch leider keine Entscheidung treffen. Wir packen jetzt einmal, weil wir haben uns gedacht, was machen wir? Ja, wir haben vom Vortag schon gewusst, von dem schimmeligen Apartment, dass wir mit Airbnb, dass der Customer Service wirklich top ist. Und wenn es ein Problem gibt mit einer Wohnung, kann man das immer erklären und es gibt dann auch die Chance auf einen Refund. Das heißt, für diese neue Wohnung jetzt gäbe es auch die Chance, dass die 230 € oder was wir da gezahlt haben für eine Woche nicht futsch sind, sondern dass man auch die Chance auf einen Refund hat. Wir haben dann gewartet, wir haben schon mal begonnen zu packen, weil wir dachten uns, egal was jetzt passiert, ausziehen müssen wir sowieso. Es gibt da ein Hotel, was wir in Lima gefunden haben, wo wir vorher schon ein paar Nächte waren. Es ist nicht immer so leicht, was zu finden, wenn man mit Auto unterwegs ist und ein Budget hat. Also wenn es euch interessiert,
könnt ihr mich gerne kontaktieren, ich lasse es euch wissen. In dieses Hotel wären wir dann einfach gefahren und hätten dort übernachtet, hätten das mit Airbnb geregelt. Oder unser Vorschlag, wir ziehen um in ein neues Gebäude und bekommen eine Nacht zusätzlich. Ja, wir ziehen aus, neues Gebäude, aber muss natürlich die gleichen Requirements haben wie Gym, Washing Machine, AC, View, Garage. Und wir haben gesagt, wir akzeptieren es nur, wenn sie uns einen zusätzlichen Tag geben. Wenn sie nicht antworten in einer Stunde, dann ist es 20 Uhr, dann ziehen wir aus, entweder mit unserem Vorschlag, mit einem Tag extra und dann noch die ganze Woche in dem anderen Gebäude, oder wir gehen in ein Hotel und wir lösen die Sache mit Airbnb. Gut, nach, ich glaube, 4,5 Stunden des Wartens und Hin- und Herschreibens haben sie sich endlich gemeldet und haben eingewilligt, dass wir diese zusätzliche Nacht bekommen. Das heißt, wir waren schon bereit mit unseren Sachen, wir haben das Auto gepackt und natürlich das Beste, sie haben gesagt, die neue Wohnung ist besser. Was war's? Ja, also sie haben gesagt, die Wohnung wäre besser, aber war sie schlussendlich wirklich besser? Ja, wir sind dann in das neue Gebäude gekommen. An der Rezeption war schon ein Schlüssel für uns hinterlegt. Wir sind dann nach oben gefahren und mir ist schon aufgefallen, dass es relativ laut ist. Jetzt nicht nur vom Verkehr, sondern auch die Musik im Haus und sehr hellhörig das Ganze. It's loud. Okay, so we are on the other side. Ich war schon sehr nervös, wie wird die Wohnung wohl sein. Wir sind dann reingekommen. Whoa. Okay, it looks exactly the same. Yeah. Ja, wir sind in der neuen Wohnung. Sieht vom Layout total gleich aus wie die letzte. Gleiche Küche eigentlich. Hier die Stühle, fallen mir auf, sind niedriger, was besser ist, weil auf den letzten Stühlen, da wären wir hier oben gesessen. Das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man sich dort hinsetzt. Man kann hier weder so essen, da kann man irgendwas mit den Stühlen machen, das scheint besser. Es gibt hier keinen Teppich, ich finde, es gibt irgendwie ein anderes Gefühl. Bisschen kühler auch das Ganze. Spiegel, glaube ich, haben wir in der letzten Wohnung nicht gehabt, oder? Aussicht ist leider nicht so gut. Wir sind zwar relativ nah am alten Gebäude, aber wir schauen hier in ein anderes Gebäude rein und es ist auch relativ laut draußen, aber es ist auch Wochenende. Wir haben hier eine recht gute Aussicht, aber wir sehen kein Meer mehr. Also der Pazifik ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja, wir sind jetzt im 14. Stock anstatt im 16. Macht keinen großen Unterschied. Ich finde eher die Ausrichtung ist vielleicht ein bisschen schlechter als in der anderen Wohnung. Wi-Fi haben wir gerade getestet, war wieder hier im Wohnzimmer um die 40, im Schlafzimmer um die 80, also das ist ganz okay. Wieder hier kein Fernseher, aber im Schlafzimmer gibt es einen. Vielleicht das Badezimmer, ist mir aufgefallen, ist hier ein bisschen kleiner. Es scheint alles gleich, aber es ist viel weniger Platz. Und wir haben hier auch einen Duschvorhang statt der Glastür. Schlafzimmer. Schlafzimmer hat eine blaue Farbe diesmal, ist schön. Bett ist wieder groß, Fernseher ist der gleiche, AC mit Dehumidifier und ohne Heizung. Also es ist eigentlich total das gleiche, obwohl sie gesagt haben, wir bekommen jetzt eine bessere Wohnung. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber
Der riesige Vorteil ist, dass wir natürlich eine Nacht hier extra zusätzlich noch bleiben können. Gut, dann räumen wir das Auto aus und wir sehen uns in 2 Stunden oder so. Ja, es ist jetzt 22:30 Uhr und ich beginne langsam zu kochen. Es hat heute alles ein bisschen länger gedauert, aber wir essen sowieso meistens erst sehr spät, somit ist es jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe schon mal die Küche durchsucht nach Equipment, habe gesehen, es gibt hier wieder eine kleine Pfanne, 2 Pfannen, ein paar Töpfe, aber was uns immer ganz wichtig ist, ist unsere gusseiserne Pfanne. Diese Pfanne haben wir immer dabei. Sie ist zwar sehr schwer, aber er ist super zum Braten und der Paul benutzt sie ganz gerne zum Steak machen. Ja, hier haben wir uns schon eingeräumt mit unseren Sachen, was wir so tagtäglich brauchen zum Kochen. Hier organische Schokolade, Nusscreme, Nüsse, Kaffee, Olivenöl. Ja, dann beginnen wir mal. So, bevor ich hier zum Vorbereiten anfange, werde ich mal die Messer testen. Und ich kann schon sehen, dass die Messer nicht besonders scharf sind. Somit es ist zwar immer gut, wenn es in Airbnbs Messer gibt, aber sie sind meistens nicht mehr ganz so scharf. Ich werde die jetzt mal dem Paul bringen, damit er sie mir schleifen kann. Ja, normalerweise koche ich eigentlich gar nicht so oft, weil wir nicht so oft eine Küche haben. Wenn wir eine Küche haben, dann kochen wir aber eigentlich immer. Heute mache ich was recht Typisches für mich. Es sind Zucchini, Tomaten, die ich anbraten werde. Dann mit Koriander, mit Parmesan und mit Thunfisch, der in Olivenöl eingelegt ist. Und dieser Prozess dauert normalerweise eine Stunde, wo ich dann in der Küche alleine bin. Das ist ganz angenehm. Und dann kommt der Paul und er grillt sich sein Steak. Und dann mischen wir das gemeinsam. Er isst ein bisschen mehr Fleisch, ich isst ein bisschen mehr Beilage. Und so machen wir das eigentlich immer. Was ich in meinem Fall heute dazu machen werde, ist Pasta. Also Nudeln. Der Paul mag normalerweise keine Nudeln, also überhaupt keine Kohlenhydrate, ist er kein großer Fan. Aber wenn die Nudeln 3 verschiedene Farben haben, dann isst er auch ein bisschen was. Außerdem, was ich ganz gerne beim Kochen mache, ist Musik hören. Das mache ich normalerweise laut. Aber da wir es jetzt schon fast 23 Uhr haben, mache ich es lieber über die Kopfhörer. Gut, es ist mittlerweile 1:30 Uhr. Morgens, nachts, abends, wie man es sehen möchte. Das Kochen hat leider etwas länger gedauert und wir sind schon relativ müde. Was ich gezaubert habe, ist meine Pasta mit Zucchini, Tomaten, Koriander und Knoblauch. Und der Paul kann schon gar nicht mehr erwarten und schneidet sein Steak an. Es sei dir gegönnt. Wir essen und dann gute Nacht. Da wir seit mehr als 2 Jahren nonstop in Apartments und Hotels für unser Budget um 33 € unterwegs sind, kennen wir uns dabei sehr gut aus. Wir wissen, worauf man achten muss, auf welche Fallen man stoßen kann. Und wenn ihr gerne mehr Apartments sehen wollt, lasst es mich wissen. Wie zum Beispiel dieses Prachtstück hier. Wir sind noch einige Tage hier. Vielleicht wäre das auch eine Besichtigung wert.
Mal schauen. Wir haben auch andere Apartments gefilmt, in Paraguay zum Beispiel. Das habe ich nie in Videos verpackt, aber wäre vielleicht auch interessant, das zu sehen. Schrank, zweites Badezimmer. Und unser Balkon geht über alle 3 Räume. Hey! Hey. Auf jeden Fall freue ich mich auf deinen Kommentar, auf dein Like und freue mich auf die nächste Wohnung und das nächste Video. Und jetzt geht's ans Kochen. I'm gonna get some wine. You can pass.